Oh hey, Random, bitte hör doch mal verfickte Scheiße mal auf, immer und immer und immer wieder diese Enthüllungen zu Mitternacht-Videos zu remaken. Niemand mag diese Kacke. Ach, Klein Timmy. Erstens, ich nenn's Midnight Gospel. Kapiert? Random, ich bin absolut entsetzt. Ich gehe. Ach, und jetzt da er raus ist. Anyway, willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir mal über einen Geheimtipp auf Netflix. Ja, Netflix, der Streaming-Anbieter, der viel zu viele Serien und Filme hat, von dem man etwa fast kaum welche wirklich ansehen will. Der Streaming-Anbieter, der die meisten Serien cancelt, bevor sie ihr volles Potenzial enthüllen können. Und natürlich der Streaming-Anbieter, der manchmal zu sehr auf die eher mehr jugendliche Zielgruppe setzt, statt auf jegliche andere Zielgruppen. Ja, diese hat auch immer mal wieder ein paar Geheimtipps. Und lustigerweise handelt es sich um einen Geheimtipp, den ich schon mal in zahlreichen anderen Videos besprochen habe. Bestimmt denkt sich der ein oder andere, wo sind diese Videos? Nun, sie sind gelöscht, da ich absolut etwa denke, dass die Schrott waren und generell nicht gut waren. Deshalb versuche ich etwa in dieser Review die Serie mal wirklich Justice zu geben und nicht einfach nur lästiges und sehr dummes, nichts aussagendes Gelabere zu haben. Also folgt mir auf der Reise, wie ich euch diesen Geheimtipp erkläre, der 2020 paar Videos hervorbrachte, aber heutzutage irgendwie kein Schwein, sowohl im deutschen als auch im englischen Bereich darüber redet. Aber zuerst mal zu den Fakten. Midnight Gospel oder wie es auch hierzulande heißt, Enthüllungen zu Mitternacht, was ein absolut beschissener Titel ist. Da ist Midnight Gospel auf jeden Fall ein mehr appealing Titel und deutlich interessanter. Der andere klingt eher mehr mysteriös und passt einfach null zu der Serie. Denn es handelt sich hierbei nicht um eine Mystery-Serie, nein, es handelt sich hierbei um einen animierten Podcast. Und das klingt auf den ersten Blick sehr seltsam und ist es auch teilweise. Aber wenn ich es euch erkläre, versteht ihr das definitiv hundertprozentig, wie es gemeint ist. Sprich, die Show setzt stark auf Visuals, vor allem ein paar trippy Visuals, wo mehr oder weniger unsere zwei Hauptfiguren in einer Landschaft oder wo auch immer gehen, eine normale Konversation haben über ein bestimmtes Thema, währenddessen im Hintergrund zahlreiche Dinge passieren. Ein gutes Beispiel wäre dabei einer der ersten Episoden, wo wir Clancy, unsere Hauptfigur, sehen, wie er mit einem redet, während eine Zombie-Apokalypse im Hintergrund mehr oder weniger abspielt. Zwar wird diese Situation acknowledged von unseren Charakteren, aber wird nicht direkt adressiert oder sie zeigen nicht panikvoll. Nein, sie führen einfach ihre normale Konversation, als wäre es etwa ein Podcast. Und so kann man das auch am besten beschreiben. Die Serie setzt zwar sehr wie gesagt, auf die trippy Visuals, die wundervoll animiert worden sind, sehr dynamisch, sehr einzigartig und super interessant und einfach nur ein Blessing für die Augen. Aber auch die Konversationen lassen sich etwa sehen und pressen interessante Punkte ein und zeigen uns interessante Ansichtsweisen. Das ist ja auch immerhin der Appeal eines Podcasts meistens. Man möchte mal nicht etwa dieselbe Ansicht hören, man möchte mal verschiedene Ansichten hören und wie diese miteinander bespresst werden. Und da gibt es ein paar wirklich interessante, die ich nicht etwa vorwegnehmen will. Themen wie der Tod zum Beispiel werden aber immer und immer wieder erwähnt oder werden sogar ganze Episoden gewidmet. Deshalb ist es auch keine der Serien, wo ich sagen würde, binge die ganz durch, denn nein, Midnight Gospel ist dafür definitiv nicht aufgebaut. Was sie aber dagegen aufgebaut ist eine Serie, die mal definitiv in Begleitung mit jemandem schauen kann. Nicht unbedingt muss oder braucht, aber meiner Meinung nach ist ein großer Appeal dieser Serie, wenn man beispielsweise eine Episode zusammenschaut, dass man im Nachhinein vielleicht mal über die Episode und vor allem die Konversation spricht. Denn da gibt es immer philosophische Ansichtweisen oder Punkte, die man erwähnen kann oder auch interpretieren kann. Das ist wirklich etwa ein ganz großer Vorteil dieser Serie, denn sie bringt einen zum Denken nach. Aber auch Emotionen findet man in dieser Serie. Wie gesagt, ohne zu viel wegzunehmen, da ich wirklich diese Review mehr spoilerfrei halten will, da ich denke, dass jedes kleine Detail in den Konversationen definitiv nicht etwa direkt adressiert werden sollte, da die Überraschung beim ersten Sound definitiv eine sehr unvergessliche ist. So muss ich zugeben, dass das Finale dieser Serie, beziehungsweise Staffelfinale, da die Serie eigentlich für 2 Staffeln angedacht worden sind, beziehungsweise vielleicht sogar mehr, aber Netflix sich dazu entschieden hat, keine zweite Staffel leider zu bestellen, ein wirklich schönes und abgerundetes, emotionales Finale gibt. Denn auch wenn die Serie Pläne für eine Zukunft hatte, kann man sich diese Serie problemlos als Miniserie ansehen und ist man meiner Meinung nach ziemlich zufrieden, wie man das Ganze etwa beendet. So hat die Serie zwar kein direktes rundes Ende, aber so nah wie möglich, wie man das kriegen kann. Also es endet nicht mit einem Cliffhanger oder sowas, wie bei manch anderen Netflix Original Serien.
Serien, die viel zu früh abgesetzt werden. Vor allem im Marketing wurde der Name Pendleton Ward aufgefallen. Dieser ist bestimmt für die ein oder anderen bekannt für Adventure Time. So war er der Showrunner und Creator für diese Show für eine lange Zeit, ehe er runtergesteppt ist. Und hier agiert er mehr als Produzent, statt wirklich Creator. Zwar nimmt er viele seiner Visual Cues von Adventure Time, man sehe den Hauptcharakter, aber so wirklich sieht man jetzt nicht etwa so viele Gemeinsamkeiten mit Adventure Time. Und es wurde sehr offensichtlich gemacht, dass man das nur im Marketing so gemacht hat, um die Serie mehr Leuten schmackhaft zu machen, da Adventure Time definitiv eine große Marke, ein großer Cartoon war und auch immer noch ist. Aber die Serie ist meiner Meinung nach so einzigartig und weit davon entfernt, Adventure Time zu sein. Beide können sehr trippy Visuals haben, beide sind aber für sehr verschiedene Zielgruppen angedacht. Während Adventure Time eine Show ist, die man definitiv fast jeden zeigen kann, handelt es sich bei Midnight Hospital eher mehr um eine Serie, die Leute anfragen will, die mit einer Serie engagieren wollen, die über eine Serie, über ihre Konversation, über das, was gesagt worden ist, interpretieren, reden, sprechen, nachdenken wollen. Sie lädt ein zu Engagement, sie lädt ein zum Interpretieren, sie lädt zu einiges ein. Allen voran ist auch das Rating deutlich höher. Denn bei Midnight Hospital handelt es sich um ein Adult Cartoon, plus um einen in der FSK 16 AK 18 Liga. Und auch wenn er jetzt nicht so gory ist, gibt es manche Momente, die beispielsweise Blut deutlich mehr zeigen als andere. Und vor allem wegen den Konversationen ist es eher mehr eine sehr erwachsene Serie. Ein großes Problem, was ich mit vielen Adult Cartoons habe, dass sie sich mehr oder weniger immer auf dasselbe Genre fokussieren. Comedy. Comedy ist jetzt nichts Schlechtes und es gibt zahlreiche gute, die ich liebe. Beispielsweise Smiling Frats, was ich in meinem Adult Swim Video besprochen habe. Wundervolle Show. Aber immer und immer mal wieder müsste man was Originelleres, mal Experimentelleres haben. Das Medium von Animation bietet es ein wundervoll, auch eher mehr paar erwachsenere Storys zu erzählen, die mal vielleicht das ein oder andere Swearing haben oder auch mal tiefere Themen anzusprechen. Daher ist es auch ein wenig disheartening zu sehen, dass viele Adult Cartoons sich eher mehr entscheiden, ein weiteres Family Guy oder ein weiteres South Park oder ein weiteres Rick and Morty sein zu wollen. Ich weiß, am Ende will man einfach nur diesen Hype dieser Serien nacheifern und schafft das eh nie, in der Regel zumindest. Aber so eine Show wie Midnight Hospital zeigt für mich ein Potenzial, was man mit Animation und mit einem eher mehr experimentelleren Approach zu diesem Medium hat. Die Serie ist nicht erwachsen, weil sie zahlreiche nicht so gut gepaced oder nicht so clevere Jokes hat. Die Serie ist erwachsen, da die Konversationen erwachsen sind, da diese Tiefgrund haben und es auf einer sehr interessanten und super unterhaltsamen Weise als Gesamtpaket präsentiert wird. Von daher, was kann ich zu dieser Show sagen, was ich nicht gesagt habe? Wenn ihr eine absolut sehr anderweitige Adult Cartoon sehen wollt, dann ist Midnight Hospital definitiv etwas für euch. Eine super interessante, die visuell überzeugt, die auch mit den Gesagten überzeugt und als Gesamtwerk was sehr Einzigartiges ergibt. Es ist wirklich schade, dass die Serie nicht weitere Staffeln bzw. Episoden produzieren konnte. Denn meiner Meinung nach mit bisschen mehr Staffeln könnte diese Serie so einen Status kriegen wie BoJack. Heutzutage ist es eher mehr eine vergessene Footnote, die ich nur bis zum Ende vergöttern kann und mir wirklich wünschen würde, dass mehr Leuten dieser Show eine Chance geben würden. Aber anyway, kanntet ihr schon die Show? Könnt ihr euch noch an irgendeiner meiner alten, sehr crappyhaftigen Reviews zu dieser Show erinnern? Lasst es mich doch alles gerne in den Kommentaren wissen. Und bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!